Wenn deine Videos irgendwie flach oder langweilig wirken, liegt das oft nicht an der Kamera oder am Edit, sondern am Sounddesign. Viele Creator unterschätzen komplett, wie viel Unterschied gute Musik und Soundeffekte machen können. Deshalb zeige ich dir heute meine Quellen für Musik und Soundeffekte, die ich selbst in meinen Videos benutze und die meine Edits sofort deutlich dynamischer wirken lassen. Egal ob eigene Projekte oder Kundenvideos. Fangen wir mit Musik an. Meine Hauptquelle und derzeit auch die einzige Quelle für Musik ist Artlist. Diese Plattform nutze ich schon seit mehreren Jahren, weil sie eine riesige Library an lizenzierter Musik bietet, die du problemlos für YouTube, Social Media oder auch für Client-Projekte verwenden kannst. Besonders praktisch ist, dass du die Musik sehr schnell nach Mood, Genre oder Instrument filtern kannst. Wenn ich zum Beispiel eine ruhigere Szene habe, suche ich oft nach Ambient oder Cinematic Tracks. Für schnellere Edits oder YouTube-Content nehme ich eher Electronic Music. Der große Vorteil ist einfach, dass man innerhalb weniger Minuten einen passenden Track findet und nicht ewig nach Musik suchen muss. Und du kannst dir eigene Artboards erstellen. Ich zum Beispiel habe meine nach der Musikrichtung erstellt. So kann ich mir Songs, die mir gefallen, direkt in die passende Playlist packen, habe alles übersichtlich sortiert und direkt ready zum Download. Neben Musik sind Soundeffekte wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen einem durchschnittlichen Video und einem wirklich professionell wirkenden Edit. Eine Library, die ich neben Artlist dafür sehr gerne benutze, ist Ocular Sounds. Dort findet man viele hochwertige Cinematic Soundeffekte wie Impacts, Risers, Whooshes oder Atmosphere Sounds. Diese nutze ich zum Beispiel bei dramatischen Schnitten oder wenn ich eine Szene stärker betonen möchte. Ein einfacher Impact Sound kann zum Beispiel einen Cut oder eine Kamerabewegung sofort viel kraftvoller wirken lassen. Gerade wenn man eher filmische Edits macht, sind solche Sounds extrem hilfreich. Aber auch Futuristic Soundeffekte sind ganz weit vorne dabei, die deine Videos wie ein High-End-Clip aus der Zukunft klingen lassen. Für typische YouTube-Edits nutze ich außerdem häufig Soundpacks von Acidbyte. Diese Packs enthalten auch viele Sounds, die speziell für Editing gemacht sind. Zum Beispiel Whooshes oder analoge Sounds für Transitions oder Glitches für Zoom-Ins oder andere Effekte. Ich selbst nutze die drei SFX-Pakete Dystopia, Elements und Urban. Oft gibt es Bundle-Rabatte, also lohnt es sich gegebenenfalls direkt mehrere Pakete zu kaufen. Eine weitere Quelle für kreative Soundeffekte ist Blindust. Dort findet man oft etwas experimentellere Sounds, zum Beispiel Bass-Drops, digitale Störgeräusche oder ungewöhnliche Soundlayers. Diese benutze ich gerne für etwas stylischere Edits oder wenn ein Video einen modernen Look bekommen soll. Besonders bei Tag- oder Editing-Content können solche Sounds sehr gut funktionieren, weil sie dem Video einen eigenen Charakter geben. Auch die Whooshes haben extrem viel Power, die sich von gewöhnlichen deutlich abheben und etwas Abwechslung reinbringen. Einer meiner aktuellen Favorites sind die Soundeffekte von Overlay, die zu Fulltime Filmmaker gehören. Der eine oder andere von euch hat bestimmt auch schon ein paar Videos von denen gesehen. Auch dort sind Cinematic Elements wie Riser, Brams oder Firesparks enthalten. Ein persönlicher Favorit sind die Phantom Waves Transitions, die sehr spezielle Whooshes haben und die ich persönlich sehr nice finde. Wenn man etwas Abwechslung braucht und dem Sounddesign ein bisschen mehr extra geben will, dann sind das genau die richtigen für mich. Eine weitere Quelle ist Lens Distortions. Diese bieten sehr hochwertige Soundeffekte an, die teils auch schon fertig gebaut sind. Bedeutet, oft nutzt man beim Sounddesign nicht nur einen, sondern mehrere Layers und Kombinationen, die den Soundeffekt deutlich voller und professioneller klingen lassen. Hier kannst du dir beispielsweise einen fertigen nehmen und dein Edit einfach drauf aufbauen und du hast direkt das perfekte Sounddesign. Außerdem siehst du hier auch direkt, wie genau dieser Soundeffekt zusammengebaut wurde. Und du hast Zugriff sowohl auf die einzelnen als auch auf den zusammengebauten Soundeffekt. So kannst du nebenbei auch lernen, welche Soundeffekte oft miteinander kombiniert werden und selbst neue Kombos ausprobieren. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp aus meiner eigenen Erfahrung. Wie du dir schon denken kannst, benutze ich Soundeffekte fast nie alleine. Oft kombiniere ich mehrere Sounds gleichzeitig miteinander, zum Beispiel einen Whoosh für die Bewegung, einen Impact für den Cut und manchmal noch einen Hit-Effekt darunter. Dadurch wirkt der Sound viel voller und der Übergang fühlt sich deutlich stärker an. Kostet natürlich deutlich mehr Zeit beim Edit, aber das Ergebnis am Ende spricht für sich. Das waren die Music- und Soundeffekts-Assets, die ich aktuell in meinen Videos benutze. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche du am meisten benutzt. Vielleicht kenne ich die ein oder andere gute Quelle noch gar nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.